gerade ein bisschen ratlos. Ja, guck erst da, wo du zuletzt geschraubt hast. Also ich glaube, das hier ist echt ein Glücksfall. Vielleicht ist der Turbo kaputt. Ich glaube, ich habe gefühlte 10 Telefonate geführt, um überhaupt da ranzukommen. Heute ist der große Tag, jetzt machen wir die Testfahrt. Guten Morgen und herzlich willkommen in einem neuen Video von uns. Wir sind jetzt in den Bergen rund um Mykene angekommen und wie ihr in den Aufnahmen gerade schon gesehen habt, waren wir schon auf einen der Gipfel hier wandern. Das ist wirklich eine fantastische Landschaft, um wandern zu gehen. Wir haben euch schon lange nicht mehr auf der Karte gezeigt, wo wir uns eigentlich befinden, und das werden wir jetzt einmal nachholen. Seit wir euch das letzte Mal die Karte gezeigt haben, sind wir von Skotra in Albanien über Tirana gefahren, immer entlang der Westküste. 4 Wochen lang haben wir Albanien erkundet. Wir sind hier an der Grenze Konispol nach Griechenland gefahren, auf direktem Wege nach Patras, wo wir unsere Freunde getroffen haben. Und mit denen haben wir dann 4 Wochen lang die Westküste der Peloponnes erkundet, bis nach Methoni. Und von Methoni sind wir auf direktem Weg bis nach Nafplio in die Werkstatt. Und jetzt befinden wir uns hier ein bisschen oberhalb in Mykene. Nach der Werkstatt ist vor der Werkstatt. Da baue ich jetzt die fehlende Dichtung ein und dann hoffen wir, dass das laute Turbogeräusch dann auch verschwunden ist. Hier kannst du sehen, wo das alles rauskommt. Überall, wo man das jetzt rußig sieht, da kamen die Abgase raus. Also es hat null abgedichtet. Das kann man, glaube ich, hier nochmal besser da sehen, wo es vorbeiging. Also besteht eine gute Chance, dass das laute Pfeifen da von der Dichtung ist, ne? Ja, weil so sieht die Dichtung aus. Auf der anderen Seite.
Die Dichtung ist jetzt eingebaut. Daumen drücken, dass das jetzt alles dicht ist und das Geräusch dann auch weg ist vor allen Dingen. Wir werden morgen eine Probefahrt machen. Wir haben noch ein weiteres Ersatzteil, was wir vom Postoffice abholen wollen. Und das verbinden wir dann gleich damit, dass wir hoffentlich dann von dem Turbo nicht mehr ganz so viel hören. Heute ist der große Tag, jetzt machen wir die Testfahrt. Hoffentlich hören wir den Turbo quasi nicht mehr. Wir fahren auch dabei gleich das Paket holen aus Estland. Das ist ein Ersatzteil, was wir noch brauchen. Das hat uns einige Nerven gekostet, das hierher zu kriegen und überhaupt herauszufinden, wo wir das kriegen, weil das Ganze irgendwie nicht so ganz durchsichtig war. Es ist halt nicht mit den üblichen Paketlieferservices geliefert worden, sondern mit irgendeinem Transportdienst. Hoffentlich ist es da. Auch da könnt ihr uns die Daumen drücken und natürlich, dass der Turbo jetzt entsprechend auch das tut, was er soll, also eben nicht so laut ist. Ein bisschen ratlos. Den Turbo, den hören wir trotzdem noch. Undichtigkeit, also zumindest an der Abgasseite, da ist nichts. Also, ja. Keine Ahnung. Vielleicht ist der Turbo kaputt. Ja, Argos ist ein bisschen eng, muss man schon sagen. Also hier durchzufahren mit dem LKW, also mit Odin ging das noch. Also ich glaube, mit größeren LKWs wird das schon echt haarig. Und hier einen Parkplatz zu finden, also ich glaube, das hier ist echt ein Glücksfall. Vergesst es, ne? Keine Ahnung, ob es irgendwie weiter außen Parkplätze gibt, da muss man halt ein bisschen zu Fuß laufen. So ist das halt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber das nicht geglaubte Paket oder das Paket, was wir nicht geglaubt haben, dass wir es wirklich nochmal kriegen würden, haben wir dann doch tatsächlich gekriegt. Also es ist jetzt aus Estland hierher nach Griechenland. Ich glaube, ich habe gefühlte 10 Telefonate geführt, um überhaupt da ranzukommen, weil das Problem war, dass es hieß einfach nur, dass das Paket nicht erfolgreich zugestellt werden konnte. Mehr konnte man mir nicht sagen. Und auf mehrmaligen Nachfragen vom Versender, also von dem Verkäufer, habe ich eigentlich erst überhaupt die Tracking-Nummer, die richtige, gekriegt. Und da habe ich dann bei der Firma in Estland, also bei dem Lieferdienst in Estland anrufen müssen, die mir dann erst sagen konnten, dass das Paket in Griechenland bei der Post liegt. So, in Griechenland bei der Post musste ich dann diese Tracking-Nummer auch erstmal prüfen auf deren Website, ob das überhaupt da ist, und dann erst konnten wir das hier abholen. Also war schon ein bisschen kompliziert, und das nur, weil das halt nicht per DHL, UPS oder eben halt anderen bekannteren Transportfirmen
versendet wurde. Also das hätte echt nicht sein müssen. Das war unnötiger Stress. Und wieder ein weiterer Tag in der Turbolec-Suche. Juhu. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich zeige euch das mal. Spüliwasser. Ja, das ist die selbstgeschnittene Dichtung, die da drin ist. Warum die jetzt nicht abdichtet, kann ich jetzt nur mutmaßen. Also die normale Dichtung, also die da eigentlich ursprünglich drin war, die hat einen Blechkern sozusagen. Also einen Blechkern, der dann halt mit Papier ummantelt ist. Aber das wäre jetzt mein nächster Kandidat, warum der Turbo anfängt zu pfeifen. Das sieht sehr stark danach aus. Und das passt auch wieder dazu, guck erst da, wo du zuletzt geschraubt hast, also da, wo du was geändert hast irgendwie. Weil genau das habe ich geändert, das ist anders als zuvor. Naja, und einige von euch haben mir ja auch viele Tipps gegeben zu dem Finden des Turbo-Pfeifens. Und viele von euch haben auch gesagt, naja, das ist vielleicht irgendwie eine Leitung, eine Druckleitung, die es gibt Turbos, die sich verstellen können, je nachdem, was gerade für eine Leistung anliegt. Das ist bei dem jetzt nicht so. Aber sowas halt in der Art. Ne? Viele von euch haben halt gesagt, dass da irgendwas auf Druckseite undicht ist. Vielleicht ist es das schon. Also welche Option habe ich jetzt? Ich habe noch das Blechstück, das alte, was eigentlich quasi nicht mehr was kaum noch Papier drauf hat. Ich habe jetzt diese Dichtung, die ich schon zurechtgeschnitten habe. Ich werde mir jetzt noch eine zweite zurechtschneiden. Das Blechteil einfach in die Mitte legen und dann das einmal zusammenflanschen und gucken, ob es dann dicht ist. Ansonsten ja, bliebe nur noch die Möglichkeit, das dann wieder mit dem Dichtmittel wieder zuzuschmieren. Und ich denke, dann ist es auch dicht. Wir haben gerade eine Probefahrt gemacht, um zu gucken, ob der Turbo jetzt in Ordnung ist. Und ich kann dir sagen, wir haben es geschafft. Endlich, das Geräusch ist weg. Und von daher möchte ich mich nochmal herzlich bedanken bei euch für die Tipps, da auch nochmal zu gucken. Ja, es hört sich so ein bisschen an, wie als würde etwas durch die Fensterdichtung ziehen. So, ne? Als wenn Wind durch die Fensterdichtung pfeift. Und von daher macht das jetzt im Nachhinein auch Sinn. Also bei der Undichtigkeit, die wir da jetzt gesehen haben, ist es logisch, dass das dann gepfiffen hat. So, ne? Von daher, wir können da jetzt einen Haken dran machen, alles gut. Jetzt kommt der nächste Schritt.
Wir haben noch einmal umgeparkt, weil der andere Parkplatz dann doch ein bisschen zu voll war. Obwohl wir jetzt März haben, die Parkplätze mit Park4Night, da kommt dann doch schon jeden Tag eigentlich ein Camper. Also von uns den Tipp, sucht euch lieber was, was nicht bei Park4Night zu finden ist. Wir haben hier einen super geilen Platz gefunden auf der Wanderung. Dort zum Gipfel ist uns dieser Platz hier aufgefallen und hier ist einfach niemand. Hier gibt es irgendwie nur einen Hirten mit seinen 200 Ziegen gefühlt und nachts ist hier wirklich absolute Stille. Man hört einfach nur noch die Schakale jaulen in der Nacht. Gegenüber haben wir das Ausgrabungsgebiet von Mykene und das werden wir uns heute angucken. Könnt ihr das sehen? Wir canceln das heute, wir gehen hier heute nicht hin. Das ist es definitiv zu viel, weil ich glaube, dann sieht man auch gar nichts mehr von der Ausgrabungsstätte. Das machen wir irgendwie morgen oder einen anderen Tag. Also das wollen wir uns heute echt nicht antun. Heute ist Montag, ne? Montag, es ist 13 Uhr. Wie lange ist es auf? Bis 15:30 Uhr. Also wir hatten eigentlich gedacht, irgendwie, wenn wir irgendwie die letzten 2 Stunden kommen, dann ist weniger los. Aber hier sind gerade, ich weiß nicht, 5 Busse angekommen. 5 sind gerade losgefahren, die nächsten stehen da unten schon. Das wird hier heute nichts. Und der nächste Reisebus ist angekommen. Also es ist gerade richtig voll geworden hier. Ich einmal nur gucken. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, wir fahren weiter. Quatsch, wir gehen weiter, wir gehen in die Stadt, gehen was essen und ja, machen das Beste jetzt aus dem Tag und wir können uns das ja auch noch einen anderen Tag mal angucken. Wir haben ja Zeit. Wir stehen ja hier direkt davor, von daher machen wir das ein anderes Mal. Es muss irgendwie heute Schulausflugtag sein oder sowas, ich weiß nicht. Kommt eine Klasse nach der nächsten an. Wir haben das ja beobachtet und so viele Busse waren noch nicht da. Also heute ist es wirklich extrem. Na gut. Also, so ist das manchmal, ne? Dass man genau dann losgeht, wenn es am vollsten ist. Ja. Naja. Wir sind jetzt in Mykene und eigentlich ist der Ort total unspektakulär. Hier gibt es eigentlich nichts Besonderes. Da gibt es einfach nur eine Kirche und auf der Hauptstraße gibt es unzählige Restaurants. Also eigentlich, glaube ich, lebt dieser Ort nur von der Ausgrabungsstätte, wo die ganzen Reisebusse dann hier irgendwie halten. Ein paar Souvenirgeschäfte, aber ansonsten ist hier nichts Besonderes. Also, wir haben ein Update zu unseren Ersatzteilen. Wir warten jetzt nur noch auf den Motordichtungssatz. Den haben wir in Deutschland bestellt. Die anderen Teile, die wir aus Estland bestellt haben und aus Belgien, die sind schon längst da. Nur dieses Paket, das macht irgendwie gerade so eine Rundreise durch Europa. Als ich das Tracking bekommen habe, stand da nichts drin. Es ist mit DPD verschickt worden. Also man konnte immer nur sehen, ist es irgendwo in irgendein Depot eingeliefert worden, aber ohne irgendwelche Daten dazu. Und dann habe ich nochmal nachgefragt. Jetzt habe ich detaillierte Daten und der erste Tracking-Punkt war, ist es irgendwie in Paris angekommen. Und dann wurde es von Paris nach Lyon, also Paris, Nordfrankreich, dann nach Lyon, Südfrankreich. Von Frankreich ist es dann nach Ungarn verschickt worden und von Ungarn dann nach Bulgarien. Also es nähert sich dann so langsam an nach Griechenland. Und heute habe ich dann erfahren, dass es dann jetzt in Thessaloniki in Griechenland, also Nordgriechenland, gelandet ist. Und naja, mit Glück ist es dann morgen da, wahrscheinlich dann übermorgen. Also ich würde sagen, mit dem DPD habe ich bisher auch in Deutschland schon nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich wusste allerdings nicht, dass diese Ersatzteile mit dem DPD verschickt werden. Wir können auf jeden Fall sagen, definitiv UPS, wenn ihr die Wahl habt, die sind richtig gut. Wenn man bereit ist, auch mehr zu zahlen, dann hat man sogar das Teil am nächsten Tag. Das hier esse ich. Und das esse ich. Ich weiß ja, wir haben beim letzten Mal im Video gesagt, probiert auch mal was anderes in den Restaurants. Aber das schmeckt so saulecker. Und es ist so super frisch. Also der Salat und ja, okay, es sind Pommes, aber es schmeckt einfach gut. Da kann man nicht dran vorbei. Es ist halt, ja. Wir sind jetzt schon das zweite Mal hier. Nicht ohne Grund. Wir sind beide auch satt geworden. Also ich habe auch Yvonne was abgegeben natürlich. Ja, das Ganze hat 17,40 € gekostet. Inklusive Getränke war das. Und wir haben sogar noch ein Bier spendiert bekommen vom Wirt. Und wir fühlen uns echt wohl hier.
Solltet ihr wirklich hier in der Gegend mal sein, guckt mal hier rein, es lohnt sich. Hier im Restaurant ist es üblich, dass man ein freies Dessert bekommt vom Wirt. Und wir haben sogar noch ein Uso auf Kosten des Hauses bekommen. In dem Sinne, Prost! Jammers. Jammers, genau. Yvonne hat was zu sagen. Eigentlich haben wir uns den Tag ja ganz anders vorgestellt und war schon ein bisschen blöd, dass wir jetzt irgendwie das Ausgrabungsgebiet uns heute nicht angeguckt haben. Aber wir sind hier in den Ort gelaufen, nach Mykene, und haben super, super leckeres Essen gehabt und mit dem Wirt irgendwie gerade noch mal so ein bisschen geschnackt. Und ich finde, wir haben Bombenwetter und wir haben das Beste aus dem Tag gemacht. Und jetzt machen wir uns auf den Heimweg, weil wir müssen ja auch noch ein bisschen laufen, weil wir sind ja jetzt in den Bergen. Eine kleine Wanderung wartet noch auf uns. Und also ich finde, wir haben das Beste aus dem Tag gemacht und es ist einfach super schön hier in der Sonne. Das lässt sich einfach so richtig genießen. Und es war trotzdem ein wunderschöner Tag, ich finde. Der Wanderrucksack ist wieder gepackt. Auf dem Berg waren wir schon und heute wollen wir dahin. Da gibt es keinen offiziellen Wanderweg hin. Wir haben nur gesehen, dass es da ein paar Trampelpfade von Ziegen gibt. Die wollen wir heute da hochlaufen. Mal gucken, ob das klappt. Das zeigen wir euch aber erst im nächsten Video, ob wir da auf den Gipfel kommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns auch was in die Kommentare. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, freuen wir uns über euer Abo. Und schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung. Da haben wir hilfreiche Links zum Thema Reisen und Ausbau. Da findet ihr auch unser gesamtes Equipment, zum Beispiel zum Reifenwechsel. Schaut da einfach mal rein. Wir sehen uns nächste Woche wieder.